Oh, wieder ein paar Besucher in meiner Höhle. Na, herzlich willkommen auf meinem Kanal hier. Und wie ihr sehen könnt, ich habe schon wieder was ausgegraben von Mega Construx. Die Skeletor-Köpfe. Das ist unglaublich, was man hier so alles findet in diesem Fundus. Ja, und wie man sehen kann, das ist sogar schon Wave 1 und Wave 2, weil Mega Construx eigentlich nur den Zodak-Kopf hier neu gemacht hat und den Trapjaw und den He-Man einfach belassen haben. Aber im November soll sogar noch ein fünfter Kopf rauskommen. Und zwar ein Zombie-He-Man und ein Slime-Pit. Ja, also ich würde sagen, schauen wir uns die Dinger mal an. Ich baue die mal auf. Oder eigentlich habe ich sie sogar schon aufgebaut. Und ja, sehen wir uns gleich wieder. So, und da habe ich ihn schon rausgepackt. Ja, wie gesagt, ich hatte den ja schon zusammengebaut. Von daher ist es jetzt kein großer Akt. Hinten im Kopf ist noch so ein kleiner Bildschirm mit so ein bisschen Klimbim. Also nichts Weltbewegendes. Die Laserkanone. Ja, die sieht ein bisschen schöner aus wie die auf Castle Grayskull. Ist hier sogar mit so einem kleinen Stud-Shooter. Hier ist sogar noch so eine kleine Extra-Munition. Ansonsten hat Trapjaw natürlich sein Zubehör dabei. Hier so einen kleinen Greifer. Enterhaken und eine Fliegenklatsche. Ja, die stammt tatsächlich aus dem Filmation-Cartoon. Das ist ein netter Gag. Seine Laserkanone hat er gerade in Verwendung. An seinem Gürtel, da sieht man, ich zoome mal ein bisschen ran. An dem Gürtel, da sieht man so kleine Laschen. Da kann man die tatsächlich auch reinmachen, wenn man das möchte. Ich lasse das lieber, weil das ist so silikonartig und ich denke, wenn man das zu stark belastet, dann reißt das nachher kaputt. Möchte ich auch nicht. Ansonsten, ja, hier, das ist eigentlich so die Rückseite. Die ist praktisch hier hinten so drauf. Und ja, da kann man natürlich überall Sachen noch rauf machen, wenn man das möchte. Hier oben sind noch Sachen, hier unten. Also man kann das als Diorama nutzen oder einfach auch um andere Sachen weiter zu verschönern. Das ist ja jedem selber überlassen. Im Prinzip war damals eigentlich interessant der Trapjaw, weil es den als Figur so ja noch nicht gab. Und ja, warum sieht der so aus? Das liegt einfach daran, so ist der im ersten Minicomic erschienen. Ja, also das ist ganz untypisch. Für die Figur, weil die meisten kennen Trapjaw eher so in diesen Farben. Wobei das auch nicht die Original Farben von der Figur damals ist, sondern das ist auch die Farbgebung eigentlich aus dem Filmation-Cartoon. Ne, weil das normale andere Toy, die Vintage-Figur, die hat eigentlich nicht diese roten Sachen, die hat da eigentlich auch nur schwarz. Also diese roten Sachen, die sind weg, nur der Helm ist halt so. Und ich glaube, das Zubehör hier, das ist praktisch auch schwarz. Ja, das ist übrigens der Trapjaw aus Wave 3. Hatte ich schon mal vorgestellt. Videolink kann ich ja oben mal einblenden. Dann könnt ihr euch die da auch mal angucken. Sind sogar im Moment wieder bestellbar auf Amazon.com. Also wenn man die haben möchte für einen schmalen Kurs, sollte man da schnellstmöglich eine Bestellung aufgeben. Ja, das war eine Trapjaw. Jetzt gucken wir uns gleich nochmal den Zodak an. Dazu mache ich aber mal wieder kurz aus. Ja, und da ist auch schon der nächste Kopf. Diesmal mit Zodak als Figur. Und Scrub Attack. Ist ja auch früher ein Playset gewesen vom Masters of the Universe, so ein kleines Zubehörding. Ja, ist hier in diesem Diorama hier ganz nett umgesetzt, finde ich. Also es hat schon was so mit Seesternen und Muschel. Ja, ein paar Castle Grayskull Bricks noch dabei. Also ganz nett. Naja, und die Zodak-Figur. Ja. Halt auch ganz nett umgesetzt. Ja, so ein Kopf kostet natürlich in Amerika $10. Hier tatsächlich sehr, sehr schlecht zu bekommen.
Was ist jetzt so der Unterschied zwischen dem Zodec und der jetzt schon im Point Red gesessen hat? Point Red im Talon Fighter. Hier sitzt er zum Beispiel im Talon Fighter. Ja, schauen wir uns das mal an. Die Figur habe ich nämlich auch ganz zufällig hier. Ja, wie kann das bloß sein? Da ist sie. Ja, und wenn man die beiden mal so miteinander vergleicht, ich mache den mal hier ein bisschen los. Zack, den kann man ja auch einigermaßen hinstellen. Bleibt mal stehen. So ein bisschen, ja, rückenlastig, weil er da halt mehr Gewicht hat. Und ja, wenn man das sich so anguckt, fällt einem gleich auf, okay, die Füße sind anders, der Kopf ist ein bisschen anders, an den Händen ist er weiß gezeichnet und natürlich hat er seine normale Rüstung gar nicht, ne? Also auf die wird man da verzichten müssen, wenn man jetzt nur diesen Kopf sich holt und nicht das Point Red Set. Ja, muss man halt wissen, ob man den so braucht oder so braucht. Das macht Mega aber eigentlich immer bei den Figuren. Die sind immer etwas anders, wenn die irgendwie nochmal neu erscheinen. Immer irgendeine Variation. Ob das nun aus dem Mini-Comic ist oder eine Toy-Version oder sonst was. Also da bin ich allerdings auch nicht der Riesenexperte zu, um das nur alles rauszukriegen. Naja gut, also so viel zu Zodec und dem Kopf, den Skeletor-Kopf dazu. Schauen wir uns mal den nächsten an, würde ich sagen. Ja, und bei dem hier muss man tatsächlich schon ein bisschen rauszoomen, weil er tatsächlich so groß ist, weil der Drehpunkt hier, der ist hier oben auf dem Kopf befestigt. Dann könnte man also, wenn man das möchte, mit den Jetsled und He-Man ein bisschen rumfliegen. Ansonsten dioramatechnisch so ein paar Steine dabei. Ja, ein bisschen schwach, würde ich sagen. Ich glaube, das Hauptfeature ist tatsächlich der Jetsled hier. Den gab es auch mal als Zubehör bei einer Masters of the Universe Line, auch bei den Klassikfiguren, also bei den Vintage Toys. Und ja, ich finde, der ist auch ganz gut umgesetzt. Hat natürlich überall Drucke. Das Aufkleber gibt es halt bei Mega Construx nicht, ne? Da könnte sich Lego wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Also die machen eigentlich einfach nur alles so super sparsam. Das ist einfach nur traurig für die Preise, die dafür so verlangen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Es geht hier jetzt um Dings. Wie man sehen kann, der Kopf so ein bisschen golden mit einer schwarzen Kapuze diesmal. Ja, nichts Besonderes. Also die Bodenplatte natürlich wieder hinten für das Ding zum Raufmachen für den Kopf. Also nichts Dolles. Unterschied jetzt bei dem He-Man hauptsächlich, würde ich sagen, ist die Rüstung. Ich zoome gleich mal ein bisschen ran hier. Und dann holen wir auch gleich nochmal einen Vergleichs-He-Man her. Mal ein bisschen Fokus auf das Ding hier. So. Der Vergleichs-He-Man. Das ist mal dieser hier. Ja, und wie man sehen kann, auch wieder komplett unterschiedlich. Dieser He-Man hier ist aus dem 2-Pack von He-Man vs. Beastman. Der hat auch ganz nette Waffen diesmal dabei. Die sind sogar so ein bisschen, ja, so mit Metallic-Farbe. Auch das Zauberschwert hier hinten. Weiß ich nicht, ob man das jetzt gut sehen kann. Ja, also das ist so eine Besonderheit aus diesem Pack. Weil viele den ja noch gar nicht so kaufen will, also habe ich so den Eindruck. Auch seine Rüstung ist hier ein bisschen dunkler. Die anderen sind eigentlich immer heller. Das ist so ein ganz dunkles Grau. Ja, und bei dem Jetsled He-Man, da ist die Rüstung halt blau. Ups. Ja, machen wir ein bisschen Fokus hier. Ja, dann hat er natürlich sein Zauberschwert dabei, aber ansonsten nicht viel. Was man halt sehen kann, die Stiefel sind auch so ein bisschen anders. Wie bei ihm hier. Ne, die sind dunkelbraun, da sind sie mehr so rötlich. Der Gürtel hat eine andere Bemalung. Die Armdinger sind anders. Also ja, wie gesagt, die machen immer so kleine Unterschiede bei den Toys. Finde ich halt immer ganz nett.
So, dann schauen wir uns mal den nächsten an. So, und da ist er auch schon. Diesmal mit Fisto und dem Cliff Climber. Das war tatsächlich auch wieder so ein Zubehörset, so ein kleines. Ich nehme an, das passt eigentlich super bei diesen Skulls dazu, weil die ja ein bisschen teurer sind wie diese Figuren. Eine Besonderheit bei dem Kopf hier, der leuchtet sogar im Dunkeln. Ja? Also wenn man da ein bisschen Licht drauf scheinen lässt abends und dann in die Dunkelheit, dann ist der richtig schön am Rumleuchten. Ganz nett. So ein Alleinstellungsmerkmal bei dem Kopf. An Zubehör, so bei hier so ein paar kleine Waffen. Ja, müsste man natürlich mal wissen, warum das so ist. Gehört habe ich, dass Fisto wohl in seiner Background-Story wohl auch mal so ein Waffenschmied gewesen sein soll. Was da jetzt so dran ist, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Aber wie gesagt, da stecke ich nicht so in diesem Thema mit drin, um da zu sagen, ich bin da nun der absolute Masters of the Universe Experte. Ich habe halt die Sachen als Kind auch nur gehabt und finde die halt jetzt, weil die so schön klein sind, ganz nett, kann man sich mal irgendwo hinstellen, sich angucken und sich dran erfreuen. Ja, der Fisto hier, wie man sehen kann, eine ziemlich coole Vorrichtung. Man kann den Haken tatsächlich abrollen und hier oben meinetwegen irgendwo befestigen. Also kann man schön Diorama-Shots mitmachen. Ganz cool, was auffällt, hier so ein bisschen dieser Brustpanzer, der fehlt bei ihm, also sein normaler, aber dafür ist seine Brust so ein bisschen schwarz gehalten. Hier unten die Sachen, also hier unten die Sachen, die kann man natürlich so ein bisschen abmachen. Ne, das ist halt einfach nur Bausteine. Der Kopf ist, glaube ich, auch minimal anders, wie bei der schon erschienenen Einzelfigur. Ansonsten fehlt ihm natürlich das Schwert. Sein Armreif ist auch nicht hier vorhanden. Also ja, ich kann den ja mal so als Vergleich immer wieder daneben stellen. Das ist der gute. Und hier ist halt gleich der andere noch dazu. Ja, also von den Farben und von der Bemalung her, der Gürtel ist minimal, glaube ich, anders. Ansonsten relativ identische Figur, aber man verzichtet halt da auch dann nachher auf die Rüstung und auf sein Schwert. Ja, gut. Das war es eigentlich schon zu den Köpfen. Sind natürlich sehr schwer zu bekommen. Bei dem Cliff Climber Set sollte man sich darüber im Klaren sein. Der ist aus Wave 1 und die ist eigentlich so nicht mehr erhältlich in den USA. Und also wenn man jetzt den noch haben möchte, den Skull, dann sollte man tatsächlich jetzt mal anfangen und mal gucken. Im Moment kriegt man ihn noch relativ günstig. Ich sag mal so, wenn man Glück hat, als Import, naja, so um die 20 Euro, vielleicht auch schon etwas mehr. Man kann natürlich auch mal auf den Auktionsplattformen wie eBay und Hood gucken, ob man da was Gescheites findet. Oftmals gibt es da auch so kleine Angebote. Ja. Ja, ansonsten denke ich mal, war es das heute mal für heute wieder. Und mal sehen, was es beim nächsten Mal gibt. Ich glaube, da mache ich dann mal was von Hot Wheels oder so. Ja, oder es kommt mal wieder ein Meerschweinchen-Video. Je nachdem. Okay, dann bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Ciao.